Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Und diese Folge handelt von einem Hefezopf, und zwar mit Hagelzucker und Mandelblättchen, aber ohne Rosinen. Das ist nicht mein Ding. Gut, zu Beginn bereiten wir immer Sachen vor, sprich wir geben Backpapier auf das Backblech drauf, bröseln Hefe in die Milch hinein und rühren die dann kräftig durch. Auch vermischen wir den Zucker mit dem Mehl und rühren das Ganze mal kurz durch, damit sich der Zucker im Mehl auch schön verteilt. Und danach benötigen wir dann eine große Rührschüssel, weil wir alle Zutaten in diese Rührschüssel geben. Angefangen mit der Mehl-Zuckermischung, dann mit der Hefe-Milch-Mischung, dann noch ein Ei, sehr weiche Butter und dann können wir das Ganze auch durchkneten. Wenn man möchte, kann man natürlich die Butter auch noch kurz erhitzen, dass sie etwas flüssig wird. So, jetzt haben wir den Teig durchgeknetet, aber jetzt gehen wir noch mit der Hand ran und kneten den Teig nochmal mit der Hand so richtig kräftig durch. Dafür geben wir natürlich auch noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, weil jetzt ist der Teig noch zu klebrig. Also ich halte es dann meistens wie beim Pizzateig, ich knete diesen Teig mindestens für 5 Minuten, besser sogar für 10 Minuten durch. Danach hole ich wieder diese Schüssel, die ich vorhin hatte, und gebe den Teig jetzt wieder rein. Aber vorher mache ich noch ein bisschen Mehl hinzu, damit der Teig nicht am Boden festklebt. Dann decken wir die Schüssel mit dem Teig zu und lassen ihn für 1 Stunde lang ruhen. Da geht er natürlich herrlich auf, ihr werdet es nachher sehen. Die Zeit werden wir nutzen, indem wir ein Ei und Milch zusammen verquirlen. Aber verquirlen reicht nicht, sondern ich berühre das Ganze. Somit wird es nachher, wenn wir den Teig bestreichen, schön glatt alles. Nach der Zeit holen wir den Teig wieder raus und dafür mehlen wir erstmal die Arbeitsfläche ein. Wenn wir den Teig auf der Arbeitsfläche haben, teilen wir ihn in 2 Hälften. Und die Hälften teilen wir wieder in 3 Stücke. Sprich, wir machen nachher 2 Zöpfe mit jeweils 3 Strängen. Und wenn wir dann alles vorbereitet haben, dann räumen wir erstmal das ganze Mehl wieder weg, weil das können wir dann nicht gebrauchen. Gleich danach formen wir dann aus den Teiglingen lange Schlangen. Die sollten dann möglichst gleich lang sein. So, dann ist es soweit. Dann spreizen wir 2 Stränge auf die rechte Seite und 1 Strang auf die linke Seite. Und auf der Seite, wo die 2 Stränge sind, dann nehmen wir den äußeren und legen ihn über den mittleren. Und so machen wir dann das, bis wir am Ende angekommen sind. Das Ende kneten wir dann zusammen, dass es dann zusammenhält. Wir drehen dann den Strang nach oben um und machen das auf der anderen Seite dann genauso. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die den Zopf viel besser flechten können als ich. Aber es zählt, was nachher aus dem Ofen kommt. Und da sieht er richtig gut aus. Sobald wir den Zopf dann fertig geflochten haben, geben wir ihn dann auf das Backblech und kümmern uns um den zweiten Zopf.
und auch der zweite Zopf kommt auf das Backblech drauf. Gleich danach bepinseln wir dann die 2 Zöpfe mit dem Eiermilchgemisch. Aber er kommt jetzt noch nicht in den Ofen, sondern der Zopf oder die 2 Zöpfe müssen jetzt nochmal für 40 Minuten lang gehen. Danach decken wir dann die Zöpfe wieder ab, bepinseln sie nochmal mit dem Eiermilchgemisch, geben Hagelzucker und Mandelblättchen drauf und erst dann kommen sie in den vorgeheizten Ofen. Den Ofen haben wir derweil nämlich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und wie ihr schon bemerkt habt, ich verwende keine Rosinen. Die schmecken mir einfach nicht so richtig und die stören mich, wenn ich zum Beispiel leckeres Holunderblütengelee drauf machen möchte. Da stören die einfach richtig. So, aber jetzt kommen sie in den Ofen für 30 bis 35 Minuten, je nachdem wie braun wir die Zöpfe haben möchten. Und wenn ich sie wieder aus dem Ofen herausgeholt habe, dann schneide ich sie nicht gleich jetzt wieder an, sondern ich lasse sie einfach mal für eine halbe Stunde lang ruhen. Danach schneide ich dann ein Ende ab und nehme richtig kräftig Butter dazu und probiere, wie es geworden ist. Wir sind wieder beim Probieren angekommen und somit am Ende von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet und ich hoffe, ihr bleibt gesund und bleibt am Ball. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.